Australien und Neuseeland, die streiten sich ja drum, wer es erfunden hat. Und das kann ich auch verstehen. Das ist sowas Leckeres, Leute. Wenn ich euch das nicht zeigen würde, würde ich nicht verkraften. Und dafür trenne ich mir hier schon mal 6 Eiweiße. Und es ist auch ganz wichtig, dass die Eier auch zimmerwarm sind, ne? Und auch unsere Sachen hier, die müssen ganz fett und... Was ist denn jetzt runtergefallen? Mensch, das ist wieder super. Ja, also, wo waren wir stehen geblieben? Es muss halt fettfrei sein und spüligfrei. Es darf halt nicht dran sein, ne? Und falls ihr das nicht hinkriegt mit dem Eier drinne, ich mache das immer so einzeln auch, dass ja kein fitzische Eigelb drin ist, auch ganz wichtig. Da kann man das auch ein bisschen anders machen, also mit dem Hin- und Herkippen. Ihr tut euch einfach das Ei hier mal rein und dann kann man das nämlich mit dem Löffelchen, das Eigelb, gucke mal hier, so ganz vorsichtig rausfischen, ne? Und dann lassen wir einfach das Eigelb abtropfen. Und schon haben wir es getrennt. Das Eiweiß schlagen wir uns jetzt ein bisschen an und ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, was macht man mit der Eigelb? Dann macht man ein Omelett draus oder vielleicht auch die Leckerkrapfen, die verlinke ich euch nochmal. Und falls ihr ein Kätzchen habt, gebt doch mal ein Eigelb ab. Das macht ein gutes Fell. Jetzt kommt dann schon der Zucker und da müssen wir auch drauf achten, immer langsam und portionsweise dazugeben. Während unser Eischaum schlägt, weil es dauert ja auch ein bisschen, bereiten wir uns schon mal unser Backblech vor. Da habe ich ja Backpapier drauf, weil da malen wir uns nämlich eine Schablone mit so einem Tortenring. Der hat 24er Durchmesser. Da male ich mir immer so von innen praktisch so einen Kreis rein, dass ich auch eine Schablone habe für unser lecker Pavlova, damit ich weiß, wo ich das später platzieren muss und in welche Größe. Das drehe ich natürlich dann noch um. Nicht, dass man nachher nur den Bleistift essen muss, ne? Jetzt müssen wir mal nach der Eischaum schauen, ne? Da gibt es nämlich auch Tricks, ne? Da tut er einfach mal mit dem Finger so rein und reibt mal so. Ja, da sind noch Eiskristalle. Ja, bei mir sind Eiskristalle im Eischaum, Leute. Habt ihr das gewusst? Nee, die Zuckerkristalle ich wieder. Die dürfen nicht mehr zu spüren sein, weil sonst müssen wir nämlich noch weiter rühren, damit wir einen schönen Eiskristallschaum kriegen. So, jetzt gucken wir noch mal nach unserem schönen Schaum, ne, ob der schon richtig cremig ist. Jawohl, oh ja. Jetzt ist alles weg, keine Zuckerkristalle mehr drin. Jetzt können wir es dann weiterverarbeiten. Das ist richtig guter Eischaum. Schau mal. Drunter steht vor allen Dingen, gucke, Zipfelmützchen auf. Jetzt geben wir noch ein bisschen der Stärke dazu. Die tun wir ganz vorsichtig einsieben, ne? Für die Festigkeit vom Schaum, vom Eischnee, damit es auch so richtig schön stehen bleibt. Und das tun wir ganz vorsichtig unterheben, ne? Ganz, ganz fein und lecker. Ich liebe das ja. Ich habe ja so eine andere Variante schon mal gemacht mit der Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Die war letztes Jahr mal bei mir zu Gast. Müsst ihr mal das Video anschauen. Mit Mango haben wir das gemacht. Auch sehr lecker. Aber mit Erdbeeren ist natürlich zu der Zeit optimal, ne? Auch was ganz Feines. Und jetzt kommt als nächstes ein bisschen Essig rein. Habe ich euch schon gesagt, den Ofen habe ich schon vorgeheizt, 130 Grad Umluft, weiß ich jetzt gar nicht. Weil jetzt können wir dann nämlich schon loslegen. Und jetzt platzieren wir dann unseren richtig tollen, super Eischnee auf unserem Backblech. Und jetzt streiche ich erst einmal die erste Portion hier so ein bisschen in Form nach unserer Schablone mit so einer kleinen Ringelpalette. Ich tue euch das ja immer als verlinke unten in der Videobeschreibung. Und dann kommt schon die nächste Portion drauf. So, jetzt haben wir alles platziert, ne? Und jetzt tun wir dann von außen rum so ein bisschen glatt streichen den Rand, ne? Einfach bloß einmal so rum. Und für eine ganz besondere Form tun wir einfach mit der Winkelpalette hier an der Seite so ein bisschen hochziehen. Und dann wird das was richtig was Tolles. So ein richtiger kleiner Vulkan. Und dann brauchen wir auch noch ein bisschen Platz für die Füllung, ne? Darum tun wir jetzt hier einfach innen so ein bisschen was weg und machen hier so Löchel und schieben das alles so an den Rand. Und dann gibt es auch noch ein bisschen Stabilität, ne? Und jetzt geht's schon ab in den Ofen und den tun wir dafür schnell auf 100 Grad runterdrehen. Ich habe ja hier schon mal einen vorbereitet, ne, weil die muss ja 75 Minuten bei 100 Grad im Ofen trocknen und dann noch mal 60 Minuten bei geschlossener Ofentür. Und dann muss er halt jetzt noch komplett abkühlen. Und ich mache hier schon mal unten das Backpapier ab und dann platzieren wir uns auf der Tortenplatte. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Sahne und die schlagen wir uns mit Sahne steif und Vanillezucker. Sahne ist jetzt fertig und jetzt machen wir es uns so richtig hübsch. Meine Güte, ist das ein lecker, knackig, weiches Wölkchen. Lasst euch schmecken. Ciao, macht's gut.